Remapping Refugee Stories, der Podcast zum Forschungsprojekt an der Uni Wien. (2015) erlebte Österreich den Sommer der Zivilcourage. Kleider und Nahrung wurden kistenweise zu Notunterkünften gebracht und den geflüchteten Menschen in den eigenen vier Wänden Unterkunft gewährt. Doch nur ein Jahr später wird der Höchststand an rechtsextremen Taten und Vergehen verzeichnet. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Solidarität. Warum handeln Menschen solidarisch? Helfen Menschen auf der Flucht, heißen sie willkommen? Oder warum tun sie es eben nicht? Auch in der NS-Zeit gab es Menschen, die vom NS-Regime Verfolgte in Deutschland und in den besetzten Gebieten unterstützten. Sie halfen ihnen, unterzutauchen, um der Deportation zu entkommen, beschafften gefälschte Ausweispapiere oder ermöglichten die Flucht ins Ausland. Der Zugang zu Fluchtmöglichkeiten war oft abhängig von der sozialen Zugehörigkeit und den wirtschaftlichen Verhältnissen. Internationale Kontakte konnten über Leben und Tod entscheiden. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Dermatologin Bertha Ottenstein. Bertha Ottenstein hatte bereits in den 1920er Jahren als Forscherin in mehreren Ländern gearbeitet und sich dadurch ein internationales Netzwerk aufgebaut. Das kam ihr bei der Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung später zugute. Als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, war Bertha Ottenstein 42 Jahre alt. Die Medizinerin und Chemikerin arbeitete zu der Zeit als Privatdozentin an der Universität Freiburg. Dort hatte sie sich knapp 2 Jahre zuvor als erste Frau überhaupt in Deutschland im Fach Dermatologie habilitiert. Im April 1933 wurde Bertha Ottenstein aufgrund ihrer jüdischen Abstammung von der Universität entlassen. Sie legte Widerspruch ein, allerdings erfolglos. Ihres Berufs und ihrer Leidenschaft beraubt, verließ sie Deutschland noch im September desselben Jahres und emigrierte zunächst nach Ungarn, dann in die Türkei und schließlich in die USA. Die Historikerin und Professorin Dr. Stefanie Mahrer von den Universitäten Bern und Basel hat sich intensiv mit Bertha Ottensteins Lebens- und Fluchtgeschichte beschäftigt. Ihre Flucht vor den Nationalsozialisten und ihr Überleben im Exil waren eng mit ihrem akademischen Netzwerk verbunden, das ihr in entscheidenden Momenten half, neue Arbeits- und Lebensmöglichkeiten zu finden. So migrierte sie 1933 zunächst nach Budapest, dann anschließend nach Istanbul und nach 1945 dann in die USA. Dieses Netzwerk, das sie sich in den Jahren ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in Deutschland und in anderen Ländern aufgebaut hatte, erwies sich als äußerst wertvoll, als die politischen Verhältnisse sich gegen sie wendeten und sie gezwungen war, Deutschland zu verlassen. Sie knüpfte bereits als Doktorandin wichtige Kontakte, sie ging viele wissenschaftliche Kollaborationen ein mit Kollegen in Deutschland, aber auch international. Und das half ihr eben, diese Anknüpfungspunkte an in Ländern außerhalb Deutschlands schon zu haben. Ebenfalls wichtig ist natürlich, dass sie einfach ein sehr hohes Maß an Expertise in ihrem Feld aufwies, Wissen, das dann auch im Exil gefragt war. Und zusätzlich ist natürlich auch zu sagen, dass sie als Frau, als eine der ersten habilitierten Dermatologinnen Deutschlands, eben auch flexibler war als vielleicht andere Frauen in ihre Möglichkeit zu emigrieren, weil sie weder für Kinder zu sorgen hatte, noch sich um ältere Angehörige kümmern mussten. Also all diese Aspekte waren ganz zentral, dass die Flucht eben erfolgreich war. Bertha Ottenstein kämpfte sich in Räume vor, die zu der damaligen Zeit nicht für Frauen vorgesehen waren und konnte so schlussendlich überleben. Wenn wir einen Blick auf Ottensteins Geschichte werfen, welche Lehren können wir daraus für die Gegenwart ziehen? Nun, als Historikerin finde ich es immer recht schwierig,
Lehren aus der Geschichte oder auch Lehren aus Lebensgeschichten zu ziehen. Aber wenn ich es jetzt doch mal versuchen wollte und eben frage, welche Lehren können wir aus Berta Ottensteins Lebensgeschichte für die Gegenwart ziehen, würde ich sicherlich darauf hinweisen, wenn wir jetzt einen Komplex der Emigration, des Exils anschauen, dass eben gute und stabile Netzwerke, sowohl berufliche wie auch private, ganz wichtig sind. Einerseits, um eben beruflich auch im Exil Fuß fassen zu können, aber gleichzeitig auch um eine, emotionale Stabilität herzustellen. Also Netzwerke sind ganz wichtig. Was wir auch sehen bei Berta Ottenstein, ist, dass sie mit einem gewissen Grundoptimismus an ihre auch schwierigen Situationen gegenübergetreten ist. Das sind nun Charaktereigenschaften, da kann man nicht vom Einzelnen aufs Allgemeine ziehen. Aber diese positive Grundhaltung und diese ganz stabilen Netzwerke, die sie eben sich in Deutschland aufgebaut hatte und die sie dann ihr ganzes Leben lang eigentlich über mehrere Exilstationen getragen haben. Und sie war ja gleichzeitig auch Netzwerk für andere. Also das sind so die Lehren, die ich daraus ziehen würde. Auch heutzutage sind es oft Netzwerke und Zeichen der Solidarität, die für den Verlauf einzelner Fluchtgeschichten ausschlaggebend sind. Professor Jörg Flecker, Soziologe an der Universität Wien, schaut sich an, wie die verschiedenen Formen von Solidarität, insbesondere in Zeiten der Krise, symbolisch ausverhandelt werden. Wir haben in diesem Projekt Solidarität in Zeiten der Krise, kurz SOCRIS, untersucht, wie es um den Zusammenhalt der Gesellschaft steht. Es ist ja oft die Rede von Spaltungen in der Gesellschaft. Und damals ging es zum Beispiel darum, dass 2015 viele Menschen auf der Flucht in Europa angekommen sind und die Haltungen diesen neu Ankommenden gegenüber waren sehr unterschiedlich. Und das ist quer durch Bekanntschaften, durch Familien gegangen. Die einen haben sich für die Geflüchteten engagiert, haben aktiv geholfen und die anderen wollten gar nicht, dass hier welche ankommen. Und da ist dann die Frage akuter geworden, wie geht die Gesellschaft mit solchen Unterschieden um und gibt es die Spaltung überhaupt? Kann man von einer Spaltung reden? Und wir haben uns dieser Frage dann über das Konzept der Solidarität genähert. Solidarität ist ein etwas komplexer Begriff. Es heißt eigentlich füreinander einstehen. Das heißt, dass man anderen in den Notlagen hilft, aber auch, dass man mit anderen gemeinsam versucht, Ziele zu erreichen. Dass man füreinander einsteht und dafür im Bedarfsfall eventuell auch persönliche Opfer bringt, zum Beispiel Zeit aufwendet oder irgendwo mitarbeitet, wenn Hochwasserschäden zu beseitigen sind oder Geld spendet, was immer, also auch bereit ist, Opfer zu bringen, um die Notlage anderer zu mildern oder auf ein gemeinsames Ziel, zum Beispiel etwas politisch durchzusetzen, hinarbeitet. Flecker und sein Team wollten für ihre Untersuchung mit möglichst unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommen. Die 48 Personen, die sie befragt haben, waren zwischen 20 und 63 Jahre alt, teils angestellt, teils selbstständig aus verschiedenen Berufszweigen, etwa aus dem Handwerk, der Polizei, der Landwirtschaft, der Pflege, der Produktion und der Verwaltung, ebenso aber auch aus der Medizin, Justiz und der Wirtschaft. Und wir haben in Österreich und in Ungarn umfangreiche Erhebungen durchgeführt. Wir haben Leute befragt in langen Gesprächen. Wir haben Fragebögen ausgeteilt und Leute gebeten, uns die zu beantworten. Und dabei ging es ums ganze Leben der Leute. Über ihr Aufwachsen ging es. Es ging um die Erwerbsarbeit, die finanzielle Situation, die Familiensituation,
Diskussion, weil wir wissen wollten, was trägt zu unterschiedlichen Vorstellungen von Solidarität bei. Sind Leute mit wenig Geld, mit unsicheren Jobs, die von Tag zu Tag nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, sind die in gewisser Weise solidarischer, wenn es um politische Fragen geht, sind die genug Geld haben, die sich leicht tun im Leben, solidarisch mit solchen, die wenig haben, die in Notlagen sind, solche Dinge. Was ist eigentlich der Hintergrund dafür, dass wir manche Menschen in der Gesellschaft haben, die sich in diesem Sinn stark solidarisch zeigen und dass wir auch Leute haben, die, man kann auch sagen, egoistisch auf sich bezogen, nicht solidarisch sind? Was steckt da dahinter? Das war so die Frage auch. Menschen reagieren auf Veränderungen unterschiedlich. Ganz deutlich wurde das im Zuge der Fluchtbewegungen in 2015. Einige Menschen waren offen und hilfsbereit. Andere Menschen waren ängstlich und abwehrend. Ein Jahr später wird ein Höchststand an rechtsextremen Taten und Vergehen verzeichnet. Warum sind einige Menschen solidarisch und andere nicht? Wir haben festgestellt, dass es hier sehr unterschiedliche Orientierungen und Haltungen gibt. Dass wir auf der einen Seite Leute finden, wir haben das politische Solidarität dann genannt, die alle Menschen auf der Welt im Auge haben. Ja, die sagen, ich bin eigentlich in der gleichen Lage wie jemand aus einem anderen Erdteil. Ich habe auch Probleme, meine Wohnung zu bezahlen oder überhaupt eine Wohnung zu haben. Ich muss mich auch ernähren und kleiden und habe Schwierigkeiten damit. Ja? Und deswegen geht es mir darum, dass wir alle gemeinsam auf der Welt uns dafür einsetzen, dass es den Benachteiligten besser geht. Das haben wir als politische Solidarität bezeichnet, die einen sehr starken Klassencharakter hat, insofern als je nach Besitz oder Nichtbesitz, je nach Position auch auf dem Arbeitsmarkt hier diese Gruppenbildung im Kopf vorgenommen wird. Ja, wir die Arbeitenden, wir die Benachteiligten, wir die Ausgebeuteten, wir müssen zusammenhalten gegen die reich sind, die uns ausbeuten, die uns benachteiligen. Ja, das ist diese Form der Solidarität. Und am anderen Ende quasi, weil wir haben das als universelle Solidarität auch bezeichnet, weil es alle Menschen einschließt. Am anderen Ende haben wir einen Typ gefunden, die ethnonational ausgrenzende Solidarität. Damit ist gemeint, dass hier diese Eigengruppe nach der ethnischen Herkunft, also nach Hautfarbe, nach Kultur, nach Sprache gebildet wird. Wir, die deutsch sprechenden weißen Österreicherinnen und Österreicher. Ja, das ist mit ethnonational gemeint. Und diese ausgrenzenden Personen, die haben anderen, zum Beispiel Leuten aus der Türkei, auch abgesprochen, etwas beitragen zu wollen oder beitragen zu können. In Klammer, vollkommen kontrafaktisch, weil die harten Arbeiten in Österreich machen, am Bau, im Gastgewerbe und in der Pflege, das sind überwiegend Leute aus anderen Ländern. Ja, also da verschließen diese Personen die Augen davor, dass hier umfassende Beiträge geleistet werden, sondern sie nehmen an, dass sie zum Beispiel als Akademiker sehr viel leisten für die Gesellschaft und sie wollen auch zum Beispiel, dass der Sozialstaat eher ihrer Gruppe zugutekommt und das andere von den Möglichkeiten, hier unterstützt zu werden, ausgeschlossen werden. Ja, dass zum Beispiel man sagt, Ausländer sollen gar keine Unterstützung vom Sozialstaat bekommen. Das wäre ethnonational ausgrenzend und dazwischen haben wir verschiedene Typen gefunden, wobei manchmal die Unterschiede sehr klein sind. Ja, dass Leute sagen, ich bin ganz offen für die Aufnahme von Geflüchteten. Ich bin ganz offen für die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten. Ich mache da keinen Unterschied, solange Leute arbeiten wollen und eine Leistung bringen. Ja?
Und dann gibt es aber welche, die diesen Leistungsbezug und diese Anforderung, dass man da arbeiten und beitragen, die das nicht haben, sondern sagen, ich bin bereit, hier alle aufzunehmen, wenn sie gerade in Not sind. Ja? Also es gibt feine Unterschiede und das ist insofern wichtig, das ist ein Hauptergebnis auch dieser Studie, dass diese verschiedenen Orientierungen oft sehr nahe beieinander liegen. Und je nachdem, wie die politische Situation ist, wie Leute angesprochen werden, man sagt auch, wie Botschaften gerahmt werden, kann man Leute in die eine Richtung oder in die andere Richtung ziehen oder sie gewinnen für stärker solidarische oder ausgrenzende politische Programme oder Botschaften. Das war sehr wichtig und dahinter steckt etwas, was wir schon in früheren Untersuchungen auch gesehen haben, dass es sowas wie Problemverschiebungen im Diskurs und in den Vorstellungen der Menschen gibt. In Bezug auf Solidarität und solidarisches Handeln macht es einen Unterschied, ob Menschen Selbsterfahrung mit Arbeitslosigkeit gemacht haben oder es nur vom Hörensagen kennen. Genauso wie es einen Unterschied macht, ob sich eine Person im Job wertgeschätzt oder nicht gesehen fühlt. Zum Beispiel Menschen haben Probleme, Wohnungen zu finden oder sie verdienen sehr wenig, dass sie nicht über die Runden kommen und der Job ist noch dazu unsicher. Ja? Und dann wird dieses Problem, das ja eigentlich mit der Wohnungspolitik, mit der niedrigen Bezahlung damit zu tun hat, dass die Arbeitgeber ihnen zu wenig zahlen und keine sicheren Jobs bieten, das wird dann verschoben in Haltungen gegen Migrantinnen und Migranten, gegen Geflüchtete, in der Form, dass ihnen den Leuten gesagt wird, schaut, was die kriegen, denen wird alles gegeben, die haben die neuesten Handys und ihr habt's zu wenig. Ja, das wird sozusagen aus einer Klassenperspektive auf eine Innen-Außen- oder Migrationsperspektive verschoben. Und das war ein wichtiges Ergebnis auch, dass wir hier bei diesen unterschiedlichen Solidaritätsorientierungen in den Köpfen der Menschen nicht davon ausgehen dürfen, dass die einen so sind und auf Dauer so sein werden, sondern dass das, wie wir sagen, höchst ambivalent ist. Das ist nicht festgefügt, das hat auch innere Widersprüche und kann von daher auch leicht möglicherweise wieder verändert werden und die Leute können gewonnen werden für eine stärkere Solidarität. Die Gründe für solidarisches Handeln sind sehr unterschiedlich und wie wir erfahren haben, auch wandelbar. Wir möchten an dieser Stelle mit jemandem sprechen, der sich bereits seit längerer Zeit für andere Menschen einsetzt. Peter Rosandic, auch bekannt als Rapper Kidpax. Gemeinsam mit FreundInnen gründete er 2019 die in Wien ansässige Hilfsorganisation SOS Balkanroute. Rosandic und seine MitstreiterInnen setzen sich für geflüchtete Menschen zwischen Österreich und Bosnien ein, kämpfen gegen Menschenrechtsverletzungen und zeigen auch bei Gegenwind Gesicht. Für die Solidarität. Alleine im Zimmer, hör alte Jugo-Lieder. Die Wände voller Sticker, Flyer, Untergrund-Guerilla. Das ist der Lifestyle, den ich lebe, oder seitdem ich 14 bin. Dam, die donnerstags Demo. SOS Balkanroute hilft Menschen, die entlang der EU-Außengrenzen in Not sind, illegal zurückgedrängt werden von der, in dem Fall kroatischen Grenzpolizei, ausgeraubt, geschlagen, im Nicht-EU-Land Bosnien landen. Wir versorgen seit 5 Jahren diese Menschen humanitär, das heißt mit Lebensmitteln, Sachspenden, warmer Kleidung, Jacken, Schlafsäcken etc. Gleichzeitig sind wir auch politisch und in der Bewusstseinsbildung aktiv und versuchen hierzulande in Österreich Bewusstsein für die Lage der Menschen an den EU-Außengrenzen zu schaffen, indem wir das Unrecht aufzeigen, Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und immer wieder anprangern. Ich persönlich helfe Menschen auf der Flucht eigentlich seit 2012, 2013.
seitdem ich die sogenannten Votivkirchen-Flüchtlinge kennengelernt habe, die damals aus Dreiskirchen nach Wien gezogen sind, später in den Hungerstreik getreten sind und das Refugee Protest Camp Vienna gegründet haben. Danach war ich in vielerlei Hinsicht aktiv, aber vor allem musikalisch als Teil dieser Bewegung, war 2015 in Röschke an der ungarisch-serbischen Grenze und als ich 2019 das unendliche Leid der Menschen auf der Müllhalde im Horrorcamp Vucjak in den Bergen der Stadt Bihać gesehen habe, hat es mich dermaßen gepackt, dass ich eigentlich nicht aufgehört habe, Sachspenden zu sammeln und Hilfe zu organisieren mit zahlreichen Mitstreitern und Mitstreiterinnen in ganz Österreich. Obwohl sich das Team der SOS Balkanroute für Menschen in Not stark macht und damit ein Zeichen der Solidarität setzt, stößt ihre Arbeit nicht nur auf Zustimmung. 2023 war die Organisation mit einer SLAPP-Klage konfrontiert, eine rechtsmissbräuchliche Klageform mit dem Ziel, Kritik zu unterbinden. Ja, mein Umfeld bei SOS Balkanroute ist immer hinter mir gestanden und auch in Zeiten der SLAPP-Klage, die natürlich nicht leicht war, weil wir einerseits gleichzeitig Menschen, die ein solches enormes Leid erleiden und so eine enorme Not leiden, versorgen und das an und für sich ja genug wäre an Leid, was man verdauen kann. Und dann hat man uns eben noch unter Druck gesetzt beziehungsweise versucht, unsere NGO lahmzulegen beziehungsweise mundtot zu machen. Und dann noch zusätzlich, was eben für SLAPP-Klagen charakteristisch ist, auch noch mich als Privatperson geklagt, was für mich im Falle einer Verurteilung den finanziellen Ruin aufgrund der angeklagten Summe bedeutet hätte. Ich habe nie gezweifelt, dass wir im Recht sind. Ich wusste das und die Unterstützung, die wir damals erfahren haben, durch all die möglichen Zuschriften, E-Mails, Solidaritätsbekundungen war enorm und hat uns eigentlich einen Aufwind gegeben im Sinne von, dass wir noch stärker geworden sind. Gleichzeitig war es damals so, dass wir natürlich nicht unsere Arbeit normal machen konnten. Also diese Organisation hat natürlich versucht, indem man zahlreiche Seiten für Gerichte schreiben muss, sich damit befassen muss, mit Anwälten treffen, hat uns die Zeit eigentlich gestohlen, die wir hätten verwenden können, um den Menschen zu helfen. Das, was wir seit 5 Jahren tun. Insofern war es eine enorme Last und eine enorm belastende Situation. Aber ich habe nie gezweifelt daran und ich war mir sicher, dass wenn da ein unabhängiger Richter ist, aufgrund der erdrückenden Beweislage und aufgrund all dessen, was wir vor Gericht eingereicht haben, war ich mir sicher, dass wir gewinnen müssen, dass wir freigesprochen werden und das war auch so. Trotz allem, das Team von SOS Balkanroute gibt nicht auf. Solidarität wird überleben. Solidarität ist das Einzige, was bleiben wird. Das zeigen auch die Ergebnisse von Jörg Flecker. Er und sein Team sind von Wien nach Salzburg, vom Mühlviertel bis Graz durch ganz Österreich gefahren, haben mit unterschiedlichsten Menschen gesprochen und insgesamt 70 Stunden Audiomaterial gesammelt. Ihr Fazit? Es gibt Spaltungslinien in unserer Gesellschaft. Doch sind diese vielfältiger, als man vielleicht annehmen würde. Die Trennlinien zwischen uns und den anderen, zwischen drinnen und draußen, verlaufen nicht immer eindeutig und sind mit Widersprüchen verbunden. Und das ist letztlich gar nichts Schlechtes. Denn nur wenn Gegensätze wirklich unüberbrückbar sind, befinden wir uns in einer Pattsituation. Oder um es mit den Worten von Peter Rosandisch zu sagen, Solidarität wird überleben.